me going. Okay. Wir sind beim Disneyland! Und es ist bestes Wetter. Abschreckendes Wetter. So wie das vorhin ausgesehen hat, ist es überhaupt nicht abschreckendes Wetter. Aber wir machen das Beste draus. Was? Entschuldigung. Ja, ich komme nicht klar mit dem Schirm. So. Okay, wir gehen jetzt mal in den Park erstmal und melden uns dann irgendwo zu. Extrem episch das Disney-Schloss erscheinen lassen in meinem Video. Und es ist einfach die unepischste Aufnahme geworden, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Egal. Herzlich willkommen im Disneyland Park. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu unserem 25. Geburtstag zu begrüßen zu können. Une soirée à l'opéra où faites la fête jusqu'au bout de la nuit, ou le quartier des clubs de Coruscant. Tout ceci vous attend à Coruscant. Départ quotidien en continu. Consultez-nous. But I fear it can cause a lot of pain and suffering. Therefore, Keep it moving. You're in the correct line. Are you? Wir haben hier zum ersten Mal eine Attraktion gefunden, bei der auch mein Arsch durch das Drehkreuz passt. Tous les passagers doivent se tenir prêts pour un embarquement immédiat. Okay, ist gut. Also wir sind jetzt Star Tours, heißt es Star Tours, gefahren. Und wie fandest du es als Star Wars Kenner? Doch, Ich fand es auch ganz cool, also so die Attraktion. Für Star Wars Fans bestimmt cool. Also so ein Simulator, habt ihr das schon erwähnt, es ist einfach ein Simulator, aber cool. ähnlich wie Er schlägt nicht. Time Riders. Und der Wartebereich war auch sehr schön thematisiert, fand ich. Und jetzt sind wir in einem Shop. Im großen Star Shop. Wars Shop. Ja, wir machen jetzt was? Ich weiß gar nicht, wie heißt das jetzt? Hyperspace. Star Wars Hyperspace. Ja, wir machen jetzt die nächste Star Wars Attraktion. Wir sind echt voll Star Wars hier gerade unterwegs. Voll Star Wars mäßig unterwegs. Wir haben uns vorhin ein Zeitticket geholt und das können wir jetzt schon einlösen. Oh, ich freue mich. Okay, das war mega cool. Also, als Beste fand ich den On-Board-Sound. Oh ja. Wenn der losfährt. Oh mein Gott. Saugeil. Also Star Wars natürlich, ne? Richtig geil. Halt mal halt, ist cool. Also ich liebe auch ich liebe Soundtracks. Und ich
Doppelstation mega cool. Ich Ja. liebe Doppelstationen, das ist super. Die Kapazität ist der Hammer von dem Teil. Und die Effekte während der Fahrt sind auch cool und allgemein, keine Ahnung, ich fand's einfach geil. Ja, das war So, geil. Punkt. Ich auch nicht. This vast sea of wonder. Also wir haben keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir sind einfach reingegangen, weil da 5 Minuten Wartezeit stand. Die Maschine. Ja, also das war jetzt ein thematisierter Wartebereich, wo einfach ein gut thematisierter Wartebereich, wo am Ende einfach keine Attraktion ist. Finde ich gut sowas, weil ich mag gut thematisiert. Also Wartebereich, man musste ja nicht anstehen, man konnte durchgehen. Besser als so, als wenn am Ende noch so ein Immersive Tunnel kommt. Ja. Ach so, ein Walkthrough ist das sozusagen. Fand ich cool. Oh, ich sehe sie schon. Okay, wir sind eben Big Thunder Mountain gefahren. Und ich fand's mega cool. Mega. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde, es ist bisher die beste Achterbahn in dem Park. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Matthias? Einer muss gucken, wo wir lang gehen. Ja, darf trotzdem sprechen. Ich liebe Big Thunder Mountain einfach. Ja. Ist einfach so geil. Also Indiana Jones. Ja, also ich wusste, ich hatte gar keine Ahnung, was es sich da handelt. Ich war sehr überrascht, dass ein Loop drin war, das hätte ich nicht gedacht. Und allgemein hatte ich eigentlich Todesangst in dem Ding. Also einmal fahren reicht. Was passiert hier? Ich höre nur jemanden heulen. Wo sind wir hier gelandet? Ja. Wo gehst du hin? Diese Musik passt hier überhaupt gar nicht rein, ne? Hey, wir sind... Wirklich? Hey, wir sind unterm Baum! So, jetzt raff ich das auch. Das ist hier, das sind die Wurzeln von dem Baum. Cool. Okay, wir sind in den nächsten Irrgarten reingelaufen. You see it all there? Cool. Ja. So we make this
Okay, das dachte ich mir irgendwie. Tout est raisonnable. Pour affronter une malédiction antique, il vient avancer. Un véritable trésor. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici dans tous les coins. Ich bin also total begeistert davon. Ohrregen? Nee, geht. Also das war mega. Einfach nur mega. War's mega? Es war geil. Oh mein Gott! Ja. Wie geht's in das Disney-Schloss? Also erstmal suchen wir den Eingang. Also uns ist gerade aufgefallen, dass jetzt außer Donald Duck, den wir eben gesehen haben, hier keine Figuren unterwegs sind. Aber Matthias meinte, das ist, weil ja, die sonst sich halt da riesen Trauben an Menschen bilden. Ach so, ich komm. Ups, da war der Akku spontan leer. Ja, was ich noch sagen wollte, man muss sich hier halt um diese Figuren zu treffen, muss man sich halt sehr, sehr, sehr lange anstellen. Aber das werden wir nicht tun. Aber was, ach ja, wir suchen gerade was zu essen. Mal gucken, was wir finden werden. Frei. Was kostet? 15 Euro. Wie viel? 15 Euro. So ist das. Aber da ist ein Getränk mit bei, 0,5. Und ich möchte
möchte anmerken, ich habe hier einen Obstsalat dazu bekommen, der Mirabilandia 3,50 gekostet hat. Ich werde für immer an Mirabilandia zurückdenken. Daher finde ich den Preis ganz okay eigentlich. In meinem Apfelstrudel irgendwas ist sogar goldfarben. Das ist total toll. Glitzer. Und 25. Ja. Eine essbare 25. Soll ich die einfach essen? Ja, essen wir einfach. Was ist denn das überhaupt? Ist 25 Jahre Disneyland. Schokolade! Nein, warum hast du vergessen? Ich wollte eigentlich die Hälfte, das ist mir gerade eingefallen, ich wollte eigentlich die Hälfte, egal. Hau rein. Ja, wir sind gerade am Ende der Queue angekommen. Also wir sind hier noch lange nicht am Ende der Attraktion. Kann es sein, dass sie zu viele Boote benutzen? Nein, gut, man kann sich ja auch mal um 50 Boote unterschätzen. Kann jedem passieren. Die Leute vorne hinter uns Geht auch nicht tut mir weiter. echt leid. Es kommen immer mehr Boote. Ja, Was ist das für eine Scheiße? da kann ich jetzt einfach nur endlos Queue bleiben. Es aufgehört zu nieseln. Wir können jetzt ohne Schirm filmen, ist das nicht toll? Herrlich. So, it's a small world, after all. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich fand es jetzt, also es war ganz süß und so, aber ich finde es einfach immer total schade, wenn man so den Eindruck hat, in so einer riesigen Halle zu sein. Und das hatte ich da eben. So wie Piraten im Batavia im Europapark, da habe ich auch so den Eindruck, in so einer riesigen Halle zu sein. Ich finde, das zerstört so ein bisschen die Atmosphäre. Ja, ne? Aber es war süß auf jeden Fall. Und diese komische Störung, was wir hatten, das war, glaube ich, also es war wohl nur in der Mitte der Attraktion, wurden die Boote alle angehalten, damit man halt am Ende nicht immer so, 2 Boote weiter nur kommen. ja, und sich das quasi, ja, dass man das halt normal erlebt sozusagen. Es ging dann auch weiter und, ja, aber trotzdem komisch. Ja. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Pinocchio haben wir da. Ich kenne die Themenpark gar nicht. Ich Hab auch die Idee nicht. jedes Mal nicht gemacht. Okay. Ah, Disney-Schloss, so schön. Ach so, was ich sagen wollte. Planänderung, wir machen jetzt erst Blanche-Neige et les Sept Nains. Die Mädchen und die 7 Zwerge. Weil das andere hat zu lange Wartezeit und wir wollen noch die Parade sehen. Das ist ein bisschen schnell.
Ainsi que dit, le tour est joué. Haare heute besonders kacke aussehen, dann liegt es daran, dass ich sie gestern mit Seife gewaschen habe. Vielleicht. In unserer Notsituation. Aber was ich sagen wollte zu dem Dark Ride eben, der war mega cool. Total süß. Also ich konnte leider keine tollen Aufnahmen davon machen. Wir saßen halt ganz hinten und ich hatte da die ganzen Köpfe im Bild. Mega schnell. Und es ist mega schnell und es waren links und rechts auch ganz viele Sachen noch, die man, und oben bei diesem Wald, da waren so Bäume, die so ganz nah gekommen sind, als die ja so quasi nach uns gegriffen haben. Es war so cool. Also, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt ist gleich die Parade. Jetzt kommt gleich die Parade an. Parade! Zeittickets für Peter Pan ein und der Fastpass-Eingang hat eine Queue-Line, die bis nach draußen geht. Okay. Nach der Parade halt alle. Achso, ja, wir sind Peter Pan gefahren. Also ich fand das total toll. Das war süß, ja. Aber ein kleiner Dark Ride. Ja, ein kleiner süßer, ein toll thematisierter Dark Ride und halt diese Effekte dadurch, dass man also hängt quasi, dass es ein Inverted Dark Ride ist. Ja. Da kann man halt so coole Effekte machen und das fand ich toll. Aber es rappelt schon doch. Ja, der fährt sich echt und der fährt so steil runter manchmal und die Bremse war auch nicht gerade sanft, aber naja. Jetzt fahren wir nochmal Pirates of the Caribbean, weil das so geil war. Und nur 5 Minuten Wartezeit haben. Ja, aber hauptsächlich, weil es geil war. Ja, bester Dark Ride. Ja. Oh, da ist es schon. Meint?
So, aufgrund eines glücklichen Regenschauers ist Bad Leite jetzt auf einmal leer. Warte, das ist doch nicht Outdoor. Was hat das mit dem Regen zu tun? Naja, der Q-Line ist Outdoor. Ah. This robotic army is stealing crystalline fusion power cells. Without those cells, will all be powered. Reach Barter. Destroy Zerg's secret weapon. So, Buzz Lightyear war nicht so mein Geschmack. Ich find's toll. Ja, es war cool, aber... Abenteuer Atlantis ist das. Genau, und jetzt haben wir gesehen, dass Pinocchio wieder auf hat. Das war lange zu, hatte eine Störung. Ein weiterer Dark Ride. Und den fahren wir jetzt. Yay! Können wir es noch mal fahren? Bitte, hat 5 Minuten warten. Ja, ist gut. Okay. Aber Pinocchio, komm ins Bild, dann ist jemand wenigstens scharf von uns. Also, Dankeschön! ganz kurz, ich glaube, das Video eskaliert von der Länge her, deswegen ganz kurz, war cool, Pinocchio war cool. Sehr schön. Diesmal konnte ich endlich ordentliche Aufnahmen machen, hoffentlich, weil wir saßen vorne. Und an meine Eltern, warum waren wir da nicht drin? Wir fahren nochmal Pirates of the Caribbean zum 3. Mal und es ist irgendwie leer. Und mit leer meine ich leer. Mit leer meine ich, hier ist kein Mensch mehr. Das. Naja gut, doch. Da fängt die Q-Line an. Im Boot. No flash, s'il vous plaît. Also ich finde es ja echt gut hier in den also dass die so darauf achten, dass die Leute nicht mit Blitz filmen oder fotografieren in den Attraktionen, weil es einfach richtig scheiße ist für die anderen Leute und es nichts bringt. Also merkt euch, wenn ihr einen Dark Ride fahrt, dann filmt oder fotografiert das nicht mit Blitz. Es ist das Dümmste, was man tun kann. Ja. Wir hatten eben im Boot vor uns eine Person, die ganze Zeit mit Blitz gefilmt hat, also mit Licht gefilmt hat. Und andauernd kam eine Durchsage, dass sie das lassen sollen. Sie hat nicht aufgehört. Irgendwann hat sie sogar das Boot angehalten. Dann gab es noch einen Stau. Es gab noch einen Stau. Und irgendwann haben sie es dann weiterfahren lassen, weil sie einfach nicht aufgehört hat. Ja. Oh Mann, Leute, ey. Jetzt haben wir nochmal Big Thunder Mountain im Dunkeln. Tut, tut. Jongens en meisjes, Disney Illuminations begint over 15 minuten. Bedankt voor jullie aandacht. This is your invitation to dream.
Ah, komm wieder. Eine neue. Das war's, Disney Illumination von Nathalie. Wie fandst du es? Ich fand's mega cool, mega hübsch, toll, wirklich toll. Ja, jetzt gehen wir uns noch im Shop austoben. Ja, film mal die Masse hier, ist echt geil. Okay. Wir gehen jetzt alle in den Shop. Ja, wie man sieht, ein bisschen andere Location. Ich kann ja mal eine Schwenkaufnahme machen. Schwenk. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Flughafen in Paris. Und wir haben es gestern einfach nicht mehr geschafft, ein Review zu drehen. Das war einfach zu viel. Wir waren ein bisschen fertig mit der Welt gestern Abend noch nach der Show. Ja, wir waren noch im Shop und ich wollte mir eigentlich ein tolles Disneyland-T-Shirt kaufen, aber ich habe keins gefunden. In wie vielen Shops waren wir? In allen. Fast allen. Also in vielen. In vielen. Wir waren in vielen Shops und wir haben kein schönes Disneyland-T-Shirt. Es war überall dieselbe Kollektion von 25 Jahren. Ja. Naja, jetzt wollten wir noch kurz natürlich unser Review nachholen. Und also ich bin absolut begeistert. Ich fand es mega toll, beide Parks. Also ja. Disneyland fand ich noch ein bisschen besser als Walt Disney Studios, aber es ist halt auch größer, es sind halt mehr Attraktionen. Mich hat Big Thunder Mountain extrem geflasht, mich hat Pirates of the Caribbean extrem geflasht. Ich fand Star Wars toll, also hier die Space Mountain Star Wars, echt geil. Fand ich auch sehr gut. Stimmt, Space Mountain, Hyper Space Mountain fand ich auch mega cool. Ich fand das Schloss schön. Ja, die Abendshow sowieso. Na klar, die Show. Das ist ja echt Hammer. Essen finde ich jetzt nicht so cool in den Disney-Parks hier, leider. Aber ja. Ist halt Außerhalb so. im Village ist es sogar gut. Ja, genau, da wo wir diesen Planet Hollywood, oder? Ja. Da war das echt gut, das Essen. Aber in den Parks haben wir jetzt nichts Gutes gefunden. Also es war okay, aber halt wirklich, ja, so Fast-Food-Style. Ja, das wollte ich noch sagen. Ich will noch was sagen, Ja. kannst ja rausschneiden, wenn es zu lang ist. Ich habe mich mega gewundert, dass Disneyland sowas macht. It's a Small World presented by Osram oder Disney Illuminations presented by Pandora. Da dachte ich mir so, was? Ja. Oha. Aber das war jetzt echt nicht schlimm. Es war nicht so, dass der Park voller Werbung dafür war. Es war einfach. Sofort Europa. Da gibt es schlimmere Parks. An den dachte ich auch gerade. Aber allgemein, ja, weiß nicht, ich bin voll begeistert irgendwie, weiß nicht, ich fand's toll. Disneyland. Ja, war sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte nicht, dass ich es so toll finde. Ja, war's das jetzt? Ja, abmachen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, genau, Phantom Manor war zu. Für die es jetzt vermisst haben in dem Video, das befindet sich gerade im Umbau, Renovierung, irgendwie so. Ist ja immer so um Disneyland, ist immer irgendwas zu. Muss man mit leben. Aber wir kommen ja garantiert wieder und dann fahren wir das. Genau. Ja, okay, das war's von unserem Crazy Disney-Wochenende. Wir fliegen jetzt zurück nach Hamburg und ja, dann war's das. Dann können wir nicht schlafen gehen, mal ordentlich. Ist ja gut. Okay, wir hoffen, euch hat das Video und alle Videos von unserer kleinen Disney-Tour gefallen.